Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Kongabergen Kongacrafts. Heute nähe ich für euch meinen kleinen Geldbeutel, bei dem ich eine Weile getüftelt hatte, bis ich ihn so schön klein und kompakt hatte. Hier in der Mitte hat es ein kleines Reißverschlussfach und hinten dran ein Kartenfach, in das ihr auch mehrere Karten schieben könnt. Den Link für das Schnittmuster habe ich unter dem Video eingefügt, sowie auch Bezugsquellen, wie immer. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Zuerst druckt ihr euch die Schnittmuster aus. Die Schnitte für die Stoffe sind lila umrandet und die Schnitte für die Fließline sind rot umrandet, damit man sie besser voneinander unterscheiden kann. Zuerst schneidet ihr alle Stoffteile mit dem Stoff eurer Wahl zu, den Taschenkörper zweimal, dann die Kartentasche einmal, die Reißverschlusstasche zweimal, die seitlichen Fächer viermal, also pro Seite zweimal, und die Reißverschlussanschlüsse zweimal. Die Fließline schneidet ihr jeweils einmal zu. Für den Taschenkörper, die Reißverschlusstasche und die Kartentasche. Vom Taschenkörper das Außenteil nehmen und die linke Stoffseite mit dem Fließline-Schnitt bebügeln. Und zwar so, dass rechts und links ein gleichmäßiger Rand stehen bleibt. Das Außenteil von der Reißverschlusstasche nehmen und die linke Stoffseite mit Fließline bebügeln, auch so, dass rechts und links ein gleichmäßiger Rand stehen bleibt. Dann die Kartentasche auf die linke Seite zur Hälfte umknicken, also links, rechts, aufschlagen und die Fließline an dem Knick anlegen, so dass rechts und links ein gleichmäßiger Rand bleibt. Beim Fächer hier unten an der Markierung nach links umfalten. Rechte Seite, linke Seite. Das ist ungefähr 1 cm, den man umbügeln muss. Umdrehen und die andere Seite genauso unten umschlagen auf der gleichen Höhe und bügeln. Wieder zusammenstecken und das gleiche mit dem anderen Fächer machen. Hier die Teile, die wir bis jetzt bearbeitet haben. Die Kartentasche rechts auf rechts falten, stecken und an der Längsseite zusammennähen. Jetzt auf rechts wenden und anschließend zur Seite legen. Die Fächer, die rechts auf rechts liegen, weiter zusammenstecken und an diesen 3 langen Seiten zusammennähen. Die Umschlagseite bleibt offen.
den zweiten Fächer genauso. Damit der Umschlag sich beim Nähen nicht verschiebt oder umklappt, lege ich ein Stück ausreißbares Stickvlies drunter. Der Füßchenrand muss mit dem Stoffrand abschließen. Am Anfang verriegeln. Damit sich das hier beim Nähen nicht umklappt, lege ich wieder Stickvlies drunter. Das Ende wieder verriegeln. Nun die Ecken abschneiden und die Nahtzugabe zurückschneiden, außer bei der Öffnung hier auf die Breite auslaufen lassen. Durch die Öffnung wenden und die Ecken schön rausdrücken, aber vorsichtig, sonst habt ihr ein Loch in der Ecke. Nun die Kartentasche und die Fächer gut bügeln. Die Fächer exakt zur Hälfte falten und bügeln. Das Taschenkörperinnenteil mit der rechten Seite nach oben hinlegen, die Kartentasche mit der Naht nach unten auflegen. Um die Position zu ermitteln, den Taschenkörperschnitt zur Hand nehmen. Die Kartentasche gemäß dieser grauen Linie auflegen und anschließend feststecken. Und jetzt knappkantig hier, hier und hier festnähen. Anfang und Ende immer verriegeln. So sollte es jetzt aussehen. Das Taschenkörperaußenteil rechts auf das Taschenkörperinnenteil legen und mit Hilfe des Schnitts die Wendeöffnung markieren. Und jetzt ringsum zusammenstecken. Von der ersten Markierung ringsum bis zur zweiten Markierung zusammennähen. Hier am Anfang wieder verriegeln. Und auch wieder füßchenbreit nähen. Also der Füßchenrand muss mit dem Stoffrand abschließen. Und hier bei der zweiten Markierung wieder verriegeln. Die Ecken abschneiden und die Nahtzugabe etwas zurückschneiden. Dabei aber die Wendeöffnung hier auslassen. Nur in der Rundung kleine Dreiecke rausschneiden, damit sich der Stoff nach dem Wenden innen flach legt. Durch die Wendeöffnung wenden. Die Kanten und Ecken zum Beispiel mit einem Kantenformer rausdrücken. Die Öffnung so nach innen legen, dass es mit dem Rest eine gerade Linie bildet. Und anschließend sehr gut bügeln.
Nun zum Reißverschluss. Der Endlosreißverschluss ist ja 10 cm, damit wir etwas Spielraum für das Aufziehen des Schiebers haben. Diesen kürzen wir nun auf 8 cm. Die Reißverschlussanschlussteile zur Hälfte falten, wieder auffalten, dann die beiden kurzen Enden bis nicht ganz zur Mitte falten, alles wieder zur Hälfte falten und über das eine Ende des Reißverschlusses schieben und feststecken. Und beim anderen Ende des Reißverschlusses genauso. Jetzt hier entlang zusammennähen, dabei jeweils Anfang und Ende verriegeln. Nun die Reißverschluss-Taschenteile nehmen. Zuerst das Außenteil. Den Reißverschluss rechts auf das Außenteil legen, also so, dass der Schieber unten liegt. Mittig auflegen und feststecken. Anschließend das Reißverschlussfüßchen in die Nähmaschine einsetzen. Und hier entlang nähen. Am Anfang wieder verriegeln. Wenn der Schieber im Weg ist, Nadel unten lassen, Füßchen heben, Schieber nach hinten schieben, Füßchen runter und weiter nähen. Am Ende wieder verriegeln. Stoff umklappen und mit dem Fingernagel plätten. Nun die andere Seite des Reißverschluss-Taschenteils an die andere Seite des Reißverschlusses rechts auf rechts legen, umdrehen, damit wir besser sehen, wo wir nähen müssen, vermitteln und feststecken. Und hier entlang nähen. Den Stoff an den Nähten zurückklappen und mit dem Fingernagel plätten. Nun das Reißverschlusstascheninnenteil nehmen. Das ist die rechte Seite, das die linke. Und mit der rechten Seite an die Rückseite des Reißverschlusses anlegen. Und später, wenn es genäht ist, hier anlegen. So, also hier anlegen, umdrehen, stecken und hier in der vorhergehenden Naht nähen. An der Naht wieder umschlagen und mit dem Fingernagel plätten. Nun das andere Ende an die letzte freie linke Seite des Reißverschlusses anlegen. Stecken und in der vorhergehenden Naht nähen. So soll das jetzt bei euch aussehen. Und nun das Außenteil über das Innenteil stülpen und somit wenden.
Alle schön gerade ziehen. Dann den rechten und linken Rand mit Zickzackstich versäubern und gleichmäßig zusammennähen, dass nichts mehr verrutschen kann. Jetzt bringen wir die Seitenfächer an. Die Seite des Reißverschlusstäschchens in die vorgebügelte Falte des Fächers legen. So einlegen, dass die Fächer gleichmäßig drum liegen. Und feststecken. Die gegenüberliegende Seite genauso. Beide Fächer müssen übereinstimmen. Also hier eine Linie, dann hier im gleichen Abstand, hier oben muss es übereinstimmen und wenn alles stimmt, dann stecken. Nun hier und hier entlang nähen. Ihr habt jetzt auf beiden Seiten sowas wie zwei Flügelchen. Schaut, ob ihr mit der Naht das Täschchen vollständig erfasst habt. Den Taschenkörper mit der Innenseite nach oben hinlegen, umdrehen mit der Rundung nach unten. Das Reißverschlusstäschchen mit dem Reißverschluss nach oben zeigend auflegen. Das hintere rechte Flügelchen ausbreiten und an die rechte Kante vom Taschenkörper legen. Von oben ca. 1 mm Spiel lassen und die Nadeln mit etwas mehr Abstand zum Rand stecken, damit es sich besser nähen lässt. Und jetzt knappkantig hier entlang nähen. Anfang und Ende verriegeln. Nun die gegenüberliegende Seite. Auch hier Flügelchen hervorholen und an die seitliche Kante anlegen. Auch hier mit 1 mm Abstand von oben. Und mit etwas Abstand zum Rand stecken. Mit dem Nähfüßchen auf der linken Seite hier entlang nähen, Anfang und Ende natürlich wieder verriegeln. Und beim Nähen wird hier die Wendeöffnung automatisch geschlossen. Und nun zu den letzten Nähschritten. Jetzt kommt die andere Seite dran. Mit der Rundung nach oben legen. Die Flügelchen rausholen. Und hier am Rand anlegen. Als Anhaltspunkt könnt ihr die Unterkante der Kartentasche nehmen. Und wieder mit etwas Abstand zum Rand feststecken. Und jetzt hier entlang nähen und die andere Seite genauso. Achtet darauf, dass die Flügelansätze beider Flügel hier oben eine Linie bilden, da das Reißverschlusstäschchen sonst schief wird. Nun ist es fast geschafft. Nur noch einen Druckknopf anbringen und fertig ist euer kleiner, kompakter Geldbeutel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ein Kartenfach, bei dem auch mehrere Karten. So, nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und beim Zuschauen und beim Nachnähen. Den Schnitt. Und noch irgendwas? Nein.